Hallo, herzlich willkommen bei der Hannover Messe. Mein Name ist Frederik Auburger, ich bin Pre-Sales Security Consultant bei der Firma Atos und ich möchte euch heute zeigen, wie wir mittels unserer Managed Detection and Response Plattform AISEC einen Ransomware-Angriff frühzeitig erkennen und dann auch vereiteln können. Für all diejenigen, für die Ransomware jetzt noch kein geläufiger Begriff ist, bedeutet im Deutschen so viel wie Lösegeld und letztendlich geht es auch genau darum. Der Angreifer verschlüsselt die Daten auf dem Computer oder sperrt den Computer und erst nach einer erfolgreichen Lösegeldzahlung wird dieser auch wieder freigegeben. Und um einfach mal zu verdeutlichen, dass es eben ein sehr brisantes und sehr aktuelles Thema ist, habe ich einmal zwei Beispiele mitgebracht aus dem deutschsprachigen Raum. Wir haben ja zum einen einen Hersteller in der Metallindustrie, der eben Opfer eines solchen Ransomware-Angriffs wurde, was zur Folge hatte, dass die komplette Produktion eingestellt werden musste und dort natürlich für die Wochen, wo die Produktionsausfall war, ein sehr, sehr hoher finanzieller Schaden entstanden ist. Und dieser ganze Angriff hat sich über mehrere Monate gezogen, bis dann auch wirklich sämtliche Spuren dieses Angriffs aus dem Netz entfernt wurden. Als zweites Beispiel habe ich einmal einen Hersteller aus der Lebensmittelindustrie. Dort wurden wichtige Produktionsdaten verschlüsselt, was zur Folge hatte, dass das komplette IT-System vom Netz genommen werden musste. Dort war natürlich auch zur Folge, dass die Produktion eingestellt wurde für mehrere Wochen. Und dort war tatsächlich auch der Fall, dass erst nach Zahlung des Lösegelds wieder Zugriff auf die Daten erfolgen konnte, was auch hier natürlich einen großen finanziellen Faktor ausmacht. Um sich vor einem solchen Angriff zu schützen, vor so einem Ransomware-Angriff, empfiehlt es sich eben eine Vielzahl an Maßnahmen umzusetzen. Das fängt im Kleinen an, wo man einfach ein User-Awareness-Training macht, um einfach darauf das Thema zu sensibilisieren. Es geht dann weiter so mit der klassischen Beratung, Consulting, wo man sich einfach wirklich die Netzstrukturpläne anschaut. Schaut, okay, was gibt es für mögliche Angriffsvektoren, bis dann eben hin auch zu einem ausführlichen Penetration-Test, wo einfach wirklich geschaut wird, schaffe ich es ins Netz hinein oder eben auch nicht. Das geht dann weiter mit dem Endpoint Protection and Response, wo einfach eine gewisse Sensorik dann auch im Netzwerk vorhanden sein muss, die dann eben darüber implementiert wird, die dann im weiteren Verlauf eben über den Managed Detection and Response eben auch ausgewertet werden kann, um dann zu schauen, existiert eine wirkliche gefährliche Bedrohung oder eben auch nicht. Und dann eben im Folgenden, wenn ein Angriff erfolgreich durchgeführt wurde, eben zu schauen mit einem Incident Response Team, was sich dann eben direkt und fokussieren kann, zu schauen, welche Daten verschlüsselt wurden, ob der Angreifer noch im Netz ist, etc. So, jetzt im Folgenden möchte ich euch zeigen, was unsere Managed Detection and Response Plattform AISEC so besonders macht. Da haben wir zum einen, dass wir wahnsinnig viel Technologie mit einbinden können. Das heißt, egal welcher Provider, egal welche Technologie, wir binden sie eben in unsere Plattform AISEC mit ein, was uns dabei hilft, zum einen ein genaueres Bild zu bekommen und zum anderen eben auch schneller agieren zu können. Zum anderen haben wir hier einen Full-Service-Ansatz. Das bedeutet, vom ersten Aufploppen des Alarms bis eben zur Vereidigung dessen findet alles auf dieser einen Plattform statt. Eine weitere Besonderheit ist, dass wir all diese Daten, die wir in die Plattform integrieren können, uns dreifach anschauen. Das bedeutet, wir versuchen nicht nur die Daten eindimensional anzuschauen, sondern uns wirklich so ein 3D-Bild letztendlich davon zu machen. Das können wir eben einmal damit tun, dass wir uns mit über 1000 Signaturen und Regelwerken eben anschauen, was gibt es für existierende Bedrohungen. Als zweites haben wir über 200 Threat Intelligence Sources hinterlegt, die einfach Aufschluss darüber geben, welche Angreifer existieren schon, welche Angriffsgruppen existieren und wir haben über 100 Machine Learning Module im Einsatz, die eben dabei helfen, nicht bekannte Bedrohungen und nicht bekannte Angreifer eben zu identifizieren und dann einen Zero-Day-Exploit zu verhindern. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze in Echtzeit auf unserer Managed Detection and Response Plattform AISEC einmal an. So, ich habe mich jetzt schon mal eingeloggt in unsere AISEC-Plattform. Wir sind jetzt hier eben im Reiter Security Orchestration Automation Response und wir befinden uns jetzt hier eben erstmal in der Triage. Eine Triage muss man sich erstmal so vorstellen wie auch in einem Krankenhaus. Das heißt, wenn verschiedene Patienten in die Notaufnahme kommen, muss das Krankenhaus ja auch irgendwo priorisieren. Welcher Patient wird denn jetzt als erstes behandelt? Welcher Patient braucht es denn aktuell am dringendsten? Wo ist es lebensbedrohlich? Und genauso funktioniert das hier letztendlich auch. Das heißt, wir haben hier in der Triage eben einen besonderen Score. Wie macht AISEC das? AISEC macht das Ganze automatisiert. Das heißt, all die Daten, die reinkommen von all den Quellen, werden erstmal überprüft, bearbeitet und wir haben hier eben die Möglichkeit, eben gewisse Scores festzulegen. Und diese ganzen einzelnen Scores,
Die werden dann letztendlich einen Overall-Score auswerten, was unser erster, höchster, größter Indikator eben dafür ist, wie ernst ein solcher Vorfall ist. Ich als Analyst kann jetzt eben hier reingehen und mir hier einmal Ransomware Detected eben anschauen und sehe dann hier schon in meinem allerersten Bildschirm viele Informationen. Ich habe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit zu gucken, was macht diese Public IP-Adresse eigentlich gerade mit welchen Rechnern. Und habe dann hier die Möglichkeit, einmal den Timeframe eben anzupassen und sehe dann hier recht deutlich, dass viele Scan-Angriffsversuche eben gestartet worden sind und hier beim 7. Client eben erfolgreich ein solcher Scan-Angriff durchgeführt wurde und der Angreifer dann eben auch schon die Möglichkeit hatte, sich im Netzwerk fortzubewegen und auf einen anderen Client zu springen. Durch diese automatische Bewertung habe ich eben jetzt hier auch schon den ersten Indikator eben dafür, wie ernst eben diese Lage aktuell ist und habe jetzt hier auch die Möglichkeit, das eben weiterzuschicken zum Investigieren, genauer analysieren oder eben auch direkt zum Orchestrieren. Wir schauen uns jetzt mal an, wie das Ganze eben für den Analysten dann aussehen würde in der Investigation. Die ganze Plattform ist rollenbasiert, das heißt, jeder Analyst wird in seinem eigenen Reiter letztendlich verantwortlich sein. Und wir haben jetzt hier eben die Möglichkeit, einmal eben genau diese Ransomware auszuwählen im Ticket. Und dann schauen wir da einfach mal rein. Wir sehen jetzt hier eben schon mal, dass sämtliche Daten, die zu diesem Ereignis eingetroffen sind, hier eben schon in einem Bildschirm gesammelt zur Verfügung stehen. Wir sehen hier die verschiedenen Datenquellen, die uns eben Informationen darüber liefern. Und wir haben die Möglichkeit auch zu schauen, was für Auswirkungen auf unsere Assets sind denn letztendlich passiert. Und da gibt uns eben das Tooling hier schon direkt Informationen. Wir können hier genau gucken, auf welche Assets wurde denn jetzt wie zugegriffen. Was wir auch machen können, und da kommt eben dieses Threat Intelligence, von dem ich eingangs schon mal erzählt hatte, eben auch zum Einsatz. Wir können jetzt hier schon schauen, okay, wer verbirgt sich denn hinter dieser Public IP-Adresse? Das bedeutet, wir können hier schon mal Informationen darüber sammeln, wo sitzt der Angreifer, was gibt es sonst noch für Informationen darüber, ist er in einer bekannten Hackergruppe und haben hier eben die Informationen schon mal korreliert zusammen. Des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit eben zu schauen, was ist denn für ein potenzieller Schaden schon entstanden. Und das ist ein sehr wichtiges Thema, weil es bringt wenig, wenn wir den Angriff stoppen. Es muss immer auch mit analysiert werden. Denn wenn schon Daten abhanden gekommen sind, wenn schon Daten irgendwie, Produktionsdaten irgendwie offengelegt worden sind, Daten exfiltriert wurden, dann möchte ich als Verantwortlicher natürlich auch wissen, um welche Daten handelt es sich und welcher Schaden kann daraus noch nach wie vor entstehen. Und hier bekommen wir eben für einige Tage auch schon ein Timecap eben gezeigt, wo eben angezeigt wird nach Kategorie, was für ein Schaden ist denn hier wo genau entstanden. Und wir haben hier zum Beispiel eben schon mal ein Lateral Movement Host-Based, wir haben hier auch schon diverse Datenexfiltrationen und genau darüber können wir dann eben analysieren, was ist denn eigentlich schon für ein Schaden entstanden. Und jetzt bin ich mir als Analyst eigentlich schon relativ sicher, okay, es handelt sich hier wirklich um einen ernstzunehmenden Vorfall und möchte aber, bevor ich das jetzt weiter kommuniziere, zur Orchestrierung schicke und das dann auch final irgendwo an den Kunden kommuniziere, eben auch die Möglichkeit haben zu sagen, okay, sind nur diese 5 Clients, die wir gesehen haben, betroffen oder was hängt da noch zusammen? Und haben hier eben eine schöne Möglichkeit, uns eben einmal anzeigen zu lassen, welche Clients, welche Geräte hier wirklich mit inbegriffen sind, haben hier einmal den initialen Angriffsvektor und sehen hier sehr deutlich, welche ganzen Systeme hier eben mit betroffen sind. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, hier auch nochmal auf Dritttools eben zurückzugreifen innerhalb dieser Plattform. Wir können uns also hier einmal anzeigen lassen für eine gewisse Timeframe, ein gewissen Zeitspektrum eben, welche Daten sind hier eingeflossen, haben dann auch die Möglichkeit, das eben eventspezifisch auch direkt zu analysieren. Wenn wir damit fertig sind, wenn wir da unsere Analyse betrieben haben, dann ist ziemlich sicher, okay, diesen Angriff werden wir jetzt so weiterleiten zur Orchestrierung. So, wenn wir jetzt hier in die Orchestration rübergehen, haben wir eben die Möglichkeit, hier auch wieder ein Ticket auszuwählen. Und da wählen wir uns jetzt mal hier die 164 aus. So. Und was wir jetzt hier eben sehen, ist, dass wir schon alle Informationen zusammengefasst haben. Das heißt, wir haben einmal beschrieben, wo liegt das Problem, wo kommen die Daten her, um welche Client geht es, welcher Port ist betroffen, bis hin eben zum Schluss,
dass wir eben hier eine komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, was denn wirklich getan werden muss, um dieses Problem zu lösen. Des Weiteren haben wir ja hier die Möglichkeit, über das SOAS-System auch zu sagen, okay, wir machen hier direkt eine Aktion. So können wir nämlich zum Beispiel jetzt hier sagen, okay, die IP-Adresse, die hier die ganze Zeit versucht, ja, Ransomware aufzuteilen, die können wir direkt hier im System eben blockieren, sodass sie keinen Zugriff mehr ins Netz haben. Das heißt, wir können hier einmal auswählen, dass es eben blockiert werden soll, wählen hier die Firewall aus, sagen jetzt mal beispielsweise, der Kunde hätte hier eben eine Checkpoint-Firewall, wählen dann eben die entsprechende Firewall aus und aufgrund unserer Auswahl hier wird und den Alarm, der vorher generiert wurde, analysiert wurde, wird hier direkt eine automatisierte Regel erstellt, die dann eben das verhindert, dass eben dieser Angreifer die Public IP-Adresse eben im Netzwerk greifen kann. Wenn wir das Ganze jetzt eben anwenden, dann wird das eben direkt auch angewendet auf die Firewall und ein Großteil ist eben schon getan zum Schutz. Und für den Rest gibt es dann eben noch die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Darüber hinaus hat der Kunde, wenn er da irgendwie Rückfragen hat, wenn irgendwas noch unklar ist, die Möglichkeit, auch jederzeit direkt mit dem Analysten zu interagieren, indem er hier einfach eine Note hinterlässt und dort wird dann auch direkt eben interagiert. Dort kann eben nachgefragt werden, okay, ich bräuchte noch ein bisschen mehr Insights, wie muss ich das umsetzen, ich bräuchte noch mehr Insights, was ist genau betroffen, etc. Da stehen wir eben jederzeit zur Verfügung und können da eben direkt auch antworten. Und das Schöne, und das ist das, wo wir eben auch versuchen, einzigartig zu sein, ist eben das, dass wir alles gesammelt in einer Plattform haben. Wie eingangs erwähnt, ist eben meistens das größte Problem ist die Zeit. Das heißt, bis der Alarm auch wirklich erkannt wird, bis man in verschiedensten Tools nachgeschaut hat, okay, was ist denn jetzt wirklich betroffen, ist es meistens schon zu spät. Und zweitens, wie wir eben auch an dem Beispiel gesehen haben, dauert es meistens auch einen sehr langen Zeitraum, bis auch wirklich der Angreifer dann komplett aus dem Netz ist, bis alles wieder entschlüsselt ist, bis alles freigegeben ist. Wir haben dann eben hier direkt die Möglichkeit, das alles in einer Plattform zu tun. Wir haben die Möglichkeit, hier von der ersten Erkennung bis eben zur Lösung des Problems alles abzuhandeln. Und das ist eben, wie schon gesagt, genau das, wo wir eben versuchen, einzigartig zu sein. Das Schöne an unserer AISEC-Plattform ist auch, sie ist cloud-basiert. Das bedeutet, man geht diesem Ganzen einfach aus dem Weg, dass man eine große Transition-Phase hat, sondern kann eigentlich letztendlich direkt damit anfangen, seine wichtigen Daten, seine wichtigen Protokolle auf dem Shopfloor direkt einzubinden in unsere Managed Detection and Response Plattform und kann dort dann eben sehr schnell und sehr zielgerecht eben mit der Analyse eines potenziellen Angriffs starten. Wir wissen, gerade im OT-Security-Bereich ist das oft nicht so einfach, ob in die Cloud migriert werden darf oder nicht. Auch hier haben wir aber die Kompetenzen und die Fähigkeiten, ein solches Managed Detection and Response System on-premise aufzubauen, um dann auch dort eben für spezielle Protokolle, für spezielle Anwendungsfälle auf dem Shopfloor eine solche Managed Detection and Response Lösung anzubieten. Wir sehen also, dass die eingangs erwähnten Szenarien, hoher Geldverlust, Zeit, um wirklich eine aussagekräftige Analyse zu treffen, mittels unserer Plattform AISEC relativ schnell behoben werden können. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, schnell zu agieren, was das Scoring angeht, um zu erkennen, okay, was haben wir hier für eine Bedrohung, wie ernst zu nehmen ist diese Bedrohung und diese dann auch schnell zu analysieren. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, direkt in Kundenkontakt zu treten, um auch präventiv dann diesem Angriff vorzubeugen. Ich hoffe, ich konnte einen ersten spannenden Einblick in unsere Plattform AISEC, Managed Detection and Response, bieten. Und sollten noch Fragen offen sein, herzlich willkommen, jederzeit nachzufragen, jederzeit in Kontakt mit uns zu treten. Wir als Atos würden uns sehr freuen, Sie auf Ihrer digitalen Reise zu begleiten.